Also, wenn man nach der Funktion von Staatsoberhäuptern fragt, dann muss man halt immer sehr genau hinschauen, auf was für 'ner Verfassungsebene sich das eigentlich bewegt, ja? Und da wird man feststellen, also, der Präsident der USA oder der Präsident Frankreichs oder der Präsident Polens hat 'ne ganz andere Befugnis und 'ne ganz andere Machtausübung als zum Beispiel der Bundespräsident in Deutschland. Und wenn man jetzt in Diktaturen schaut, dann ist in der Regel die Theorien gar nicht so wichtig, sondern jetzt eher um die Verfassungswirklichkeit. Und da wird man dann zum Beispiel in der DDR feststellen, dass formal natürlich der Staatsratsvorsitzende, das Oberhaupt in dem Land war, in der DDR, de facto aber gar keine Rolle spielte. Also, Berlin war ja 45 zerstört, 'ne Trümmerwüste, und grade dieses Zentrum war ja, sozusagen nicht wiederzuerkennen. Man hat auf der einen Seite diesen Lustgarten, mit dem alten Museum, dann hat man den Dom, den Berliner Dom, der da irgendwie thront. Dann hat man bis 1950, noch das intakte Stadtschloss, was auf Wunsch von Ulbricht und von anderen weggesprengt wird. Das wird weggesprengt, weil man das Zentrum von Ostberlin, das Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik neu erfinden will, mit neuen Prachtbauten, gewissermaßen auch nach außen das Neue symbolisieren will. Und in dieser Situation starb der Präsident der DDR, Wilhelm Pieck. Wilhelm Pieck war einer der maßgeblichen deutschen Kommunisten, Kampfgefährte von Walter Ulbricht. Die waren seit 1929 relativ eng beide miteinander verzahnt. Ulbricht kam, mit Pieck zusammen aus der, Emigration, aus der Sowjetunion zurück, Pieck 'n paar Wochen später als Ulbricht. Aber Pieck war schon 'n alter Mann, von Krankheiten gezeichnet, war nicht mehr so richtig belastbar. Also wurde er der erste Präsident der DDR. Und der erste Präsident der DDR konnte aber aufgrund der innerstädtischen Zerstörung in Berlin nicht im Zentrum Berlins residieren, sondern der residierte in Pankow, in Niederschönhausen, hatte da so 'n Schlösschen, und machte da so seine Empfänge, aber er war am Rande der Stadt, wenn man so will, untergebracht. 1960 nun starb, Wilhelm Pieck, Präsident der DDR, und Ulbricht, der eigentlich mächtigste Mann der DDR war, der mächtigste Mann in der SED, der hatte praktisch schon den Tod antizipiert, hatte schon sich darauf vorbereitet und hat, nicht nur daran gearbeitet, das Amt des Präsidenten abzuschaffen, sondern auch, aus dieser reinen, Repräsentationsfunktion Präsident der DDR ein neues Amt zu schaffen, das auch tatsächlich mit viel politischer Macht und Kraft, ausgestattet sein sollte. Walter Ulbricht wurde nun selber erster Staatsratsvorsitzender in der DDR. Dieses Amt ist neu geschaffen worden. Den Staatsrat. Es gab also den Staatsratsvorsitzenden, es gab ein paar Stellvertreter und es gab Mitglieder des Staatsrats. Das hört sich erst mal alles sehr formal an, aber tatsächlich, errichtete Ulbricht mit diesem Staatsrat eine dritte Struktur. Es gab bisher die Doppelstruktur. Man hat die staatliche Ebene gehabt, die Ministerialebene, daneben ein, Abbild dieser staatlichen Struktur innerhalb der SED, wo sich das alles, noch mal abgebildet hatte. Und nun schuf Ulbricht mit dem Staatsrat eine dritte Struktur, wo er, um seine modernistischen und Veränderungspläne umzusetzen, vor allen Dingen junge Technokraten in diesen Apparat holte, die sich jetzt weniger um Parteifragen kümmerten, sondern tatsächlich auf so 'ner natürlich parteilichen Basis stärker an, technologischen, an volkswirtschaftlichen, an ingenieurtechnischen Fragen orientiert waren, weil Ulbrichts Ziel bestand eben darin, die DDR irgendwie zu modernisieren. Er nannte das nicht Reform, manche Historiker nennen das Reform. Ich würde sagen, er wollte den Sozialismus modernisieren, er wollte den irgendwie zukunftsfähiger machen. Wenn man so 'n Ziel hat, dass man also so 'ne neue Institution mit so viel Kraft, und Gestaltungsmöglichkeiten aufbauen, dann braucht man auch gewissermaßen ein Ort, der das symbolisiert. Und das konnte nicht 'n Ort am Rande der Stadt sein, sondern das musste ein Ort inmitten vom Zentrum Ostberlins sein. Und so kam Ulbricht auf die Idee, neben
das ZK-Gebäude neben dem Haus am Werdischen Markt, das neue Staatsratsgebäude errichten zu lassen. Hinter mir sieht man jetzt das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland und dahinter das frühere Reichsbankgebäude, in dem seit 1959 das ZK der SED residierte, und eben das frühere Staatsratsgebäude der DDR. Und das ging dann auch ziemlich schnell. 1962 waren die Pläne fertig und 1964 ist Ulbricht dann bereits mit seinem Staatsrat komplett in dieses neu errichtete Gebäude eingezogen. Nebenbei gesagt war das der erste sozialistische Regierungsbau, der überhaupt im Herzen Berlins oder so errichtet worden ist. Das Gebäude des Staatsrats ist, das kann man ja auch heute noch sehr gut sehen, ein mächtiger Bau. Man erahnt das schon an dieser Empfangshalle, dass das also ein repräsentativer Funktionsbau war, wobei der in der Ulbricht-Ära eine andere Funktion ausfüllte als in der Honecker-Ära. Das war nicht nur hier eine Repräsentationsbau, sondern es war auch ein echter Arbeitsbau, ein Gegenstück von Ulbrichts Machtstärke zu dem Partei- und Staatsapparat, der sowieso existierte. Man kommt durch Riesentüren. Man fühlt sich also, wenn man da durchgeht, nicht gerade sehr erhaben. Man fühlt sich auch nicht als sozusagen Teil einer Gemeinschaft, sondern man zieht eher die Schultern ein. Die mächtigen Tore sind alleine gar nicht aufzubekommen. Und dann kommt man in diese Eingangshalle mit den mächtigen Treppen und diesen vor allen Dingen wohl heute unter Denkmalschutz stehenden Glasmalereien von Walter Womacka, in der sozusagen der Frieden und Sozialismus und die blühende Zukunft des Kommunismus mit allen Farben im wahrsten Sinne des Wortes und mit allen kitschigen Bildern, die man sich nur denken kann, gepriesen wird. Also dieses Bild von Womacka, diese Wandmalerei, vereint eigentlich mehrere zentrale Elemente der SED-Propaganda. Man sieht gewissermaßen den Rückgriff einerseits auf 1848, das gekoppelt mit der berühmten, sozusagen trotz alledem Zeile Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, den Begründern der Kommunistischen Partei Deutschlands. Daneben die Straßenkämpfer von der Novemberrevolution, aber ebenso vom Märzaufstand, den Unruhen 1920, 21. All das sieht man gewissermaßen hier in dieser Ebene miteinander verwoben. Und dann darüber und darunter der glücksstrahlende Sozialismus, die Friedenstaube, die der Sozialismus versprach, die er nie einhalten konnte. Und dann im klassischen Sinne da oben das, was auch das DDR-Emblem vereint, Bauern, Intelligenz und Arbeiter, die nun gewissermaßen die Frucht ihres Wirkens ernten. Und die Ernte heißt DDR. Also wenn man jetzt sich dieses monströse Gesamtkunstwerk nochmal vor Augen führt, dann fragt man sich natürlich schon, hat der Künstler an das geglaubt, was er da verewigt hat, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich weiß das nicht, wir wissen das nicht. Aber viele Menschen, die hier arbeiteten, unter Ulbricht und unter Honecker, glaubten zumindest daran, dass sie nur einen kurzen Schritt von dieser Utopie entfernt sind. Und das sozusagen Besondere an diesem Staatsratsgebäude war nun ausgerechnet gewissermaßen dort, was ja gemeinhin als Ulbrichts Tat gilt, das Stadtschloss wegzusprengen, nun so einen repräsentativen Klopper hier hinzusetzen mit einem Teil aus dem Stadtschloss. Ist ja im Prinzip an Ironie kaum zu überbieten. Ja? Das ist schon irgendwie verrückt, dass dieses Mittelportal aus dem alten Stadtschloss stammte. Dass man also das Stadtschloss 1950 auf Geheiß Ulbrichts unter anderem in die Luft sprengte, ohne es versäumt zu haben, vorher bestimmte Elemente zu demontieren, die aufzuheben und eben auch dieses eine berühmte Portal demontiert hat und das nun als Kernstück dieses neuen sozialistischen Prachtbaus installierte. Dieses Eingangsportal, was ja auch heute noch existiert, ist sofort mit einer großen Legende befrachtet worden. Nämlich jedes Schulkind in der DDR lernte das. Dieses Portal ist der Balkon
aus dem heraus Karl Liebknecht im November 1918 die Deutsche Republik ausgerufen hat. Wir stehen hier gewissermaßen an einem der vielleicht berühmtesten architektonischen Fakes, die sich die SED ausgedacht hat. Das ist angeblich gewissermaßen der Balkon, auf dem Karl Liebknecht die Revolution ausgerufen hat. Eine wunderbare Legende. Erstens hat Liebknecht nicht die Republik ausgerufen und schon nicht als erster. Und zweitens, das, was er dann ausgerufen hat, nämlich seine sozialistische Republik, hat er nicht aus diesem Portal heraus ausgerufen, sondern aus einem anderen Teil des Stadtschlosses, wo man ihn hingeführt hatte. Und zwar genau an die Stelle, an der der Kaiser 1914 seine berühmte Rede Anfang August gehalten hatte: Ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch das deutsche Volk. Und genau an der Stelle hat dann 4 Jahre später, am Ende des Krieges, eben Karl Liebknecht seine sozialistische Republik ausgerufen. Aber das hat man dann in der DDR alles so ein bisschen umgedeutet und hat das so ein bisschen vermengt. Ganz bewusst. Natürlich wussten diejenigen sehr genau, dass sie da Mythos verbreiten. Man könnte auch sagen, eine Lüge erzählen, aber das gehörte eben dazu. Und so ist dann halt jedes Schulkind in der DDR mit dem Wissen groß geworden: In dem Staatsratsgebäude der DDR ist das Portal, der Balkon, auf dem Liebknecht die Revolution und die Republik ausgerufen hat, was aber eben nicht stimmte. Das Haus selber ist eben eine Mischung aus Funktionsbau und Repräsentationsbau. Also da hatten die Leute eben auch ihre Büros, aber gleichzeitig hatte eben auch Ulbricht ein Büro, was eher kein Büro war, sondern irgendwie ein Raum, der mehrere Säle umfasste, in dem der da irgendwie residierte, um eben auch seine persönliche Macht zu zeigen, seine persönliche Größe. Das war das Büro des Staatsratsvorsitzenden. Ja, das stand hier früher nicht. Das ist das Amtszimmer des Staatsratsvorsitzenden. Hier hat Ulbricht gethront, später dann Honecker. Es gab leichte Abweichungen im Bau, aber hier stand natürlich ein Schreibtisch. Die haben hier nicht ihre operativen Tagesgeschäfte gemacht. Die sind hier auch aus gewissen Repräsentationszwecken sind die hier gewesen. Ulbricht war hier viel häufiger, auch in diesem Büro, als später Honecker, der im Wesentlichen im benachbarten ZK-Gebäude residierte und hier eben zu bestimmten Repräsentationszwecken kam. Das war bei Ulbricht anders. Der hat hier auch gearbeitet, aber eben auch nicht täglich. Dieses Staatsratsgebäude ist dann auch praktisch sehr eng verbunden mit dem Tod von Walter Ulbricht. Ulbricht blieb ja sozusagen bis zum Ende seines Lebens Staatsratsvorsitzender. Er hatte keine Macht mehr und keinen Einfluss mehr die letzten 2 Jahre. Und erst 1973 gestorben im August. Dann wurde er aufgebahrt in diesem Staatsratsgebäude. Und etwas sehr Untypisches passierte, nämlich nur ganz wenige Stunden. Das war sozusagen so die erste Rache von Honecker an Ulbricht. Aber es wurde noch viel besser. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der DDR kamen ganz viele Menschen freiwillig zum Staatsratsgebäude, um vom Ulbricht Abschied zu nehmen, von dem aufgebahrten, toten Ulbricht. Und es waren so viele, weil der nur so kurz aufgebahrt worden ist, dass viele gar nicht mehr da reinkamen. Damit ist aber eigentlich die Geschichte des Staatsratsgebäudes auch schon wieder vorbei. Einer der zentralen Kritikpunkte zwischen Honecker und Ulbricht bestand darin, dass Ulbricht die Macht aus dem SED-Apparat zum Teil in diesen von ihm neu geschaffenen Staatsrat verlagert hatte, während Honecker spätestens seit 1965 immer dagegen polemisierte, dagegen war. Und als er dann 1971 die Macht übernahm von Ulbricht, hat er das sofort rückgängig gemacht. Er hat nicht nur fast alle wichtigen Mitarbeiter von Ulbricht entlassen oder degradiert, sondern er hat auch den Staatsrat praktisch auf eine reine Repräsentationsfunktion wieder zurückgestutzt, oder in dem Falle ja erstmals, weil vorher war es ja nicht anders. Und dadurch verlor auch dieses Staatsratsgebäude praktisch jede Bedeutung. Es war dann in der Honecker-Ära eigentlich ein Repräsentationsbau, den man dann zur Kenntnis nahm, wenn Honecker in seiner Funktion als Staatsratsvorsitzender, der er seit 1976 war, vorher waren es noch andere, eher dann die ganze Macht seit 1976 auf sich vereint hatte,
wenn er seiner Funktion als Staatsratsvorsitzender Staatsgäste empfangen hat, also andere Präsidenten, andere Ministerpräsidenten, dann fand in der Regel dort im Staatsrat eben dann auch so ein offizieller Empfang statt oder der Neujahrsempfang für das diplomatische Korps, der fand dann in diesen großen Sälen statt. Also in diesem riesen Repräsentations- und Funktionsbau gab es natürlich auch große Säle, wie diesen hier. Selbst das Amtszimmer des Staatsratsvorsitzenden war groß. Es gab andere Banketträume und in dem halt die Jahresempfänge für diplomatischen Korps stattfanden, in denen andere repräsentative Veranstaltungen stattfanden. Und aber das waren natürlich auch alles, das muss man sich bewusst machen, auch wenn man diese riesen Scheiben hier sieht, die ja sozusagen so eine Lichtdurchflutung suggerieren, geschlossene Räume. Bis 1990 ist ein normalsterblicher Mensch hier nicht reingekommen. Das waren Räume, die einer exklusiven kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten war. Das waren so die Stunden, wenn man denn wollte, dass man in den Medien, in den gleichgeschalteten Medien der DDR dieses Gebäude mal wieder zur Kenntnis nehmen konnte. Aber ansonsten spielte das keine Rolle mehr. Es gab dann noch mal 'ne kuriose Geschichte Ende der 1990er Jahre. Es gab ja 'ne sehr aufwühlende Debatte im Deutschen Bundestag: Was wird nun die Hauptstadt Deutschlands werden? Und es gab viele Beharrungskräfte im Westen, die anders als das eigentlich in all den Jahrzehnten immer verlautbart worden war, dass ja Bonn nur die provisorische Hauptstadt ist und nur so lange Hauptstadt bleiben solle, bis Deutschland wieder vereint ist und dann natürlich Berlin wieder Hauptstadt wird. Nun hatte man sich daran gewöhnt und man wollte die Pfründe nicht wieder hergeben und es gab eine knappe Entscheidung im Deutschen Bundestag und tatsächlich hat sich dann eine knappe Mehrheit dafür entschieden, dass Berlin wieder Hauptstadt und auch Regierungssitz Deutschlands wird, was ja mit einem großen logistischen Aufwand verbunden war, nämlich dem Umzug der Regierung, des Parlaments, der Ministerien von Berlin von Bonn nach Berlin. Viele Gebäude mussten ja erstmal auch neu gebaut werden, wie zum Beispiel dann Bundeskanzleramt und andere Dinge. Und so kam es dann kurioserweise. 2 Jahre residierte hier in der Übergangsphase der damalige Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder, von 1999 bis 2001, als der zwar praktisch Berlin schon Regierungssitz war als Hauptstadt, aber er noch keinen repräsentativen Bau hatte. Da saß der hier, sprich an dem Tisch saß, an dem vorher Ulbricht und dann Honecker gesessen hat. Naja, und dann zog der Bundeskanzler Schröder dann aus und in sein neues Bundeskanzleramt. Dann ging es immer wieder um die Frage, was macht man mit diesem Gebäude? Es steht unter Denkmalschutz. Und nun gehört dieser weitgehend unter Denkmalschutz stehende Bau einer privaten Wirtschaftshochschule, einer Non-Profit-Organisation, die eben auch dafür sorgt, dass dieses Gebäude nach denkmalschutzgerechten Vorgaben erhalten bleibt. Hier studieren heute etwa 1000 junge Menschen aus etwa 100 Ländern. Die hauptsächliche Sprache, die hier in der Business School gesprochen wird, ist natürlich Englisch. Ich sitze jetzt hier in einem zu einem Seminarraum umfunktionierten Universitätsraum, wie man sieht, mit moderner Technik. Und insofern hat das irgendwie auf eine interessante Art und Weise dieser Bau der Geschichte, dieser einstige Repräsentationsbau der SED-Diktatur irgendwie eine schöne Erfüllung gefunden. Und insofern ist es, weil es eine Hochschule ist, mehr oder weniger ein offenes Gebäude geworden, was es nie war. Und wahrscheinlich wird es das auch noch sehr lange bleiben. Ja, ich glaube, dieses Gebäude ist insofern interessant, weil es an einem Platz steht und in diesem Platz jeder Quadratmeter eine andere Geschichte erzählt. Und insofern ist eben nicht nur dieser Platz hochspannend. Man kann sich an diesem Platz praktisch einmal um seine Achse drehen und man schaut ständig in andere Geschichtsepochen. Wir stehen hier nur ein paar Laufminuten von der Humboldt-Universität entfernt, von der Staatsoper, von Unter den Linden, vom Brandenburger Tor, dem Symbol Berlins. Hinter mir ist der Imitationsbau für das alte Stadtschloss der Hohenzollern. Man kann hier das Rote Rathaus sehen. Vom Roten Rathaus sind es bloß noch ein paar Meter zum Alexanderplatz. Man schaut ständig in andere Schichten. Und wenn man sich dann in dieses Staatsratsgebäude ein bisschen vertieft, dann wird man in diesem Gebäude genau auch so viele verschiedene Geschichtsschichten sehen.
mit dem Portal aus dem Stadtschloss, mit der Geschichte des sozialistischen Realismus, mit der Geschichte, die Ulbricht versuchte damit zu verbinden, mit irgendwie unterschiedlichen baulichen Elementen aus verschiedenen Jahrhunderten. Und insofern, wenn man für Geschichte ein großes Interesse hat und möchte ein bisschen Geschichte auch verstehen und auch haptisch gewissermaßen etwas mitnehmen, dann ist das ein Gebäude, bei dem ich nur sagen kann, da lohnt es sich schon mal genauer hinzuschauen, sich ein bisschen kundig zu machen und dann wird man staunen, was an so einem einzelnen Platz alles irgendwie sein kann. Hast du wieder was gelernt?